Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder in einer frisch gepressten Sendung, nachdem ich gestern, ich will nicht mal sagen, Terminkollision hatte. Doch, ich hatte einen Anruf um 7 Uhr Local bekommen hier in Los Angeles, dass ich eine Lieferung bekomme und ich war irgendwie eine Stunde weg, war ein Thema. Ja, deshalb die Sendung heute. Themen von gestern habe ich noch mitgebracht. Lass uns mal reinschauen, was es alles so gibt an Themen. Flughafen Frankfurt hatte ja letzte Nacht ein Thema mit Schnee, da gab es längere Flüge. Flugsicherung Griechenland hat auch ohne Schnee Probleme. Das Luftfahrtabkommen bei Emirates und der Bundesregierung, da gibt es wieder Tauziehen, das ist ja ein altes Spiel, täglich grüßt das Murmeltier. Weiter haben wir dann mit den Themen Emirates, natürlich Skywards, die verkaufen eigentlich, verlosen ist es ja nicht, super schöne Nummern für Vielflieger, also Vielfliegerprogramme. Und wer übernimmt die TAP? Was passiert mit der TAP? Da geht es anscheinend weiter und los. Oh, wollte ich gerade schon ausstellen, keine Ahnung warum. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr auf School kommen sollt und natürlich auch kommentieren, abonnieren und dann Gas geben. Das erste Thema ist Frankfurter Flughafen. Da gab es Starts bis fast Mitternacht und da sagt ihr, hey, was ist denn da los? Da ist doch normalerweise Curfew, normalerweise sind die doch auf die Minute genau. Nein, es gab Schnee, das ist einer der Fälle, wo man das machen darf. Umfangreiche Enteisungen waren notwendig und so etwas hat dann natürlich Kettenreaktionen. 22 Starts nach 23 Uhr wurden genehmigt, letzter Start war um 23:49 Uhr, was natürlich in so einem Ausnahmezustand durchaus Sinn macht. Eine Landung erfolgte noch um 23:23 nach Warteschleifen. 2 Maschinen sind nach Stuttgart ausgewichen. Ja, die Nachtflugregelung ist ja normalerweise von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens passiert ja nichts in Frankfurt am Flughafen. Die 6 Stunden Nachtruhe, aber das war dann so ein bisschen Notfallregelung. Und die verspätete Landung bis 24 Uhr sind erlaubt, zum Beispiel Wetter. Und die verspäteten Starts mussten eine Sondergenehmigung einholen. Ja, Wetterereignisse haben natürlich den Lärmschutz ausgehebelt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und das natürlich auch zu Recht. Ich meine, kannst du ja nicht ausdenken, man macht das ja nicht aus Spaß, dass man da nicht kommt. Flugzeuge kommen später rein und. Ja, der verlängerte Fluglärm kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Belastung ist oder ob das nur eine verlängerte Nachtruhenstörung ist oder nicht. Aber ich bin immer noch der alten Überzeugung, wer einen Flughafen zieht, so wie ich hier am Flughafen lebe, ist es so, dass man das bewusst sucht wie ich und ich mich nicht darüber beschwere. Aber ich musste auch unterschreiben, Disclaimer, so ist das in den USA. Also du weißt schon, dass du am Flughafen wohnst und dass du da Stress hast und wir machen gar nichts, wir können gar nichts dafür. Das ist halt so, wenn man am Flughafen wohnt. Sollte man in Deutschland übrigens wahrscheinlich auch einführen. Und abgesehen davon, in Amsterdam ist es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Da gab es dann noch mehr Probleme und Zusammensprüche. Sprüche vom Flugverkehr natürlich. Die hessische Wirtschafts- und Verkehrsministeriums Leute schreiben, wegen des Schneefalls seien umfangreiche Enteisungen an Flugzeugen erforderlich gewesen. Ja, hurra, hurra, ist natürlich Winter. Das haben wir immer das Gefühl, dass Winter immer dann kommt, wenn keiner damit rechnet. Ihr könnt natürlich die Fragen des Tages beantworten. Sollten Nachtflugregeln bei Extremwetter strenger oder flexibler ausgelegt werden? Ist das so, dass man da eigentlich dann eine Art Carte Blanche rausgibt? Wo man immer Probleme hat im Flugverkehr, wer die Geschichte kennt, Griechenland hat diesmal wieder ein Problem. Da gab es keine Cyberattacke, da gab es gar nichts. Das ist einfach nur so, das war ein vollständiger Ausfall der griechischen Flugverkehrs durch eine Technikpanne. Und zwar die Kommunikationssysteme der Flugsicherung haben wieder verrückt gespielt. Es gab keine Kommunikation zwischen Tower und Piloten, da gab es Stress, das ist natürlich auch ein Thema. Dann keine Kommunikation unter den Fluglotsen, was natürlich noch schlimmer ist. Und erste Flüge konnten erst wieder starten, nachdem auf alternative Frequenzen gewechselt wurde. Und es ist wirklich keine Cyberattacke gewesen. Der griechische Luftraum war ja auch nahezu leer. Wer von euch geschaut hat auf Flight Radar oder anderen, sah ja, da passierte gar nichts. Und interessanterweise war es ja auch so, dass in den Nachbarländern das zu Verstopfungen logischerweise geführt hat. Fluglotsen waren ja seit Jahren vor der veralteten Technik. Systemrisiko ist halt ein einziges Land in Europa kann
das ganze Luftfahrtsystem zum Kollabieren bringen. Gott sei Dank ist das ja nicht so ganz so dramatisch geworden, aber es ist halt ein Problem, wenn du nicht mehr drüber fliegen kannst. Der Präsident der griechischen Fluglotsen, Panagiotis Psaros, sagte, unsere Systeme sind uralt. Ja. Aber wir wissen ja alle, dass das Probleme waren. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen EU-Gelder hinschicken. Luftfahrtabkommen mit den Emiratis, das ist ein Thema, was wir ja auch jahrelang immer wieder besprechen. Und die Emirati wollen nach Stuttgart, die Emirati wollen nach Berlin. Und sie dürfen es einfach nicht, weil das Abkommen sagt 4 Flughäfen in Deutschland. Jetzt sagt man natürlich, warum dürfen sie nicht Berlin? Nee, die dürfen schon nach Berlin, aber sie müssen halt einen aufgeben. Sie müssen Hamburg entweder aufgeben, sie müssen Düsseldorf aufgeben, München oder Frankfurt. Heißt also, sie dürfen nur 4 Stück anfliegen. Und Rechtsgrundlage ist natürlich das bilaterale Abkommen zwischen den UAE und der Bundesrepublik Deutschland. Die Flughäfen und die Politik, gerade in Berlin, sagen mehr Wettbewerbsstärkung des BER durch Emirates. Und weiter ist es natürlich so, die Lufthansa sagt, nö, wir müssen die Hubstruktur Frankfurt und München schützen. Und man warnt vor Kannibalisierung. Und das ist ja das, was auch mit Qatar Airways passiert, die da ja auch quasi eine Carte Blanche in Europa Carte Blanche haben. So. Wenn man die Argumente nimmt, was spricht denn für Emirates? Für Emirates spricht einmal mehr Angebot, mehr Nachfrage und natürlich auch BER braucht Intercont-Anbindung. Contra ist natürlich Abzug von Transitströmen, Schwächung europäischer Next Carrier. Beispiel ist halt das EU-Abkommen, was ich gesagt habe mit Katar, wo man da halt quasi eine Art Open Skies hat. Und Tim Clark, den können wir ja eigentlich permanent zitieren. Er sagt, es ist kein Geheimnis, dass Lufthansa und ihre massive Lobbyarbeit dahinter stecken, dass die Emirates nicht nach Berlin oder nach Stuttgart dürfen. Kann man jetzt natürlich so sehen und ist auch so, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn wir uns das mal ganz genau auf der Zunge zergehen lassen, ist es so, dass man natürlich sagt, Lufthansa hat schon gewisse Monopolstellungen in Deutschland. Es gibt künstliche Markteintrittsbarrieren. Und warum beteiligt sich nicht Emirates zum Beispiel, so wie es Etihad versucht hat an der deutschen Fluggesellschaft? Fängt, glaube ich, mit C an und hört mit Ondor auf. Ist Berlin schlicht zu klein für eine Langstrecke, wie man immer wieder hört? Und ja, man muss es doch auch sagen, weil Air Berlin ist ja nicht nur kaputt gegangen, weil sie ein bisschen fehlgeplant haben, sondern weil Berlin einfach nicht diese Ströme bringt, wie man sie braucht, um sie zu bedienen. Und da könnt ihr natürlich die Frage des Tages beantworten, sollten wir in Deutschland das weiter schützen oder sollten wir in Deutschland sagen, naja, nee, ist halt freier Wettbewerb. Und wenn das halt ins Ausland geht, ist das so. Also da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. TAP. Das ist ja eine Schlacht, da sind Airline-Giganten, wenn man das so sagen möchte, die sich darum schlagen. TAP Portugal gilt als letztes strategisches Filetstück der europäischen Konsolidierung, weil sie dominant sind im Brasilienverkehr mit 24% Marktanteil. Und es werden 44,9% verkauft, 5% gehen an die Mitarbeiter. Bieter sind natürlich die alten Klassiker, IAG, British Airways Mutterkonzern oder Iberia, und die Freunde aus Frankreich, Niederlande, Air France, KLM und natürlich unsere gute deutsche alte Lufthansa Group. Und ja, da ist es natürlich so, dass wir anschauen, was es da gibt. Bis zum 2. April müssen die Angebote abgegeben werden, unverbindlich. Earn-out-Modelle sind gefördert. Bewertung durch Staatsholding par publica. Und die Entscheidung soll im Sommer 2026 sein. Und war das nicht so, dass die Fluggesellschaften, wenn sie es nicht bekommen, dass sie da auch keinen Ersatz bekommen für das Geld, was sie ausgeben? Ne? So war das doch. Und Wouter de Wolf an Uni Antwerpen ist, TAP ist der letzte attraktive Preis in der europäischen Konsolidierung. Und ihr könnt ja als Armchair-CEOs mal beantworten, da es ja wirklich alle 3 Allianzen sind. SkyTeam, logisch. Wir haben da die Freunde von der OneWorld und wir haben die Freunde von der Starlines. Wer soll es bekommen? Wäre es vielleicht interessant für Massimo in Portugal? Eine Frage, die ich mir so stelle. Die Sonne kommt raus, sehr schön hier morgens um 7 Uhr, nee 8 Uhr, 7:57 Uhr. Ja, zu wem sollen die gehen? Emirates versteigert schöne Vielfliegernummern und das ist die letzte Thematik, die wir heute haben.
Und zwar Nummern wie zum Beispiel 77777777 ohne N und am Ende eine 0 oder andere Themen werden versteigert. Exklusive Nummern, 25 Jahre Jubiläum von Emirates Skybirds, und da will man Geld verdienen für einen guten Zweck. Es geht an die Emirates Foundation, die halt wie die Lufthansa Help Alliance ein karitatives Projekt ist, so heißt das Fachwort. Ich weiß gar nicht, warum mir das englische Wort erst einfällt. Ja, diese Nummern, die sind extrem kurz oder symbolisch halt, und der Platin-Status gibt es übrigens bis 20 Jahre dazu. Kann man natürlich jetzt mal ausrechnen, wenn man die Gebote sich anguckt, da sind irgendwie 470.000 aufwärts, also 500.000 Dirham, das sind irgendwie 110.000 Euro. Das wären dann, wenn man einfach mal guckt, dass man so etwas für, wenn der Preis irgendwo, lass es bei 1,5 enden oder bei 2 oder sowas, dann wird so ein Platin-Status schon relativ teuer. Aber für viele ist es halt wahrscheinlich billiger, als so einen Status ran zu machen, wenn man halt keine 20.000 Euro für den Platin ausgeben möchte, so nach dem Motto, und halt hat ihn sicher. 20% Deposit sind natürlich erforderlich. Kreditkarten, Junkies aufgepasst, man kann mit der Kreditkarte zahlen, Rest per Überweisung oder Scheck. Vorbild sind natürlich die Nummernauktionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da werden ja Nummernschilder versteigert für Millionenbeträge, das ist absolut krass. Und jetzt fragt man natürlich, warum macht Miles & More das nicht? Ja, das Thema ist natürlich, weil Miles & More hat ja 3330, Horn Circle, 2220 Senator und so weiter und so fort. Das heißt also, ihr könnt gar nicht so schöne Nummern bekommen bei Miles & More. Das ist der Grund, warum die Freunde das bei Hansens noch nicht gemacht haben. Wahrscheinlich, man könnte da auch eine Ausnahme machen, aber man würde dann halt an der Nummer nicht mehr wissen, was du für einen geilen Status hast. Ihr könnt ja da jetzt mal die Frage des Tages beantworten. Würdest du garantiert einen Top-Status über Jahre einen 6-stelligen Betrag zahlen oder nicht? Und ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, und ganz, ganz wichtig, am Ende beantwortet die Fragen des Tages. Nehmen wir doch einfach die Skybirds-Frage und die andere Frage natürlich, wer passt am besten zur TAP? SkyTeam, OneWorld oder Star Alliance? Also in dem Sinne, und kommentiert, abonniert und so und abspannen. Bis dann. Ciao.